Hast du dich auch schon mal gefragt, wofür mache ich das alles eigentlich? Das ist ja normalerweise eine Frage, die man sich erst stellt, wenn das Leben mal wieder nicht so pralle ist und man lieber alles hinschmeißen würde. Aber wenn du dich ab und zu mal dieser Frage stellst, dann herzlichen Glückwunsch, denn da hast du dir eine ganz wichtige Frage gestellt. So eine kleine Frage bezieht sich im Grunde auf dein komplettes Leben. Wofür mache ich das alles eigentlich? Irgendwie scheint da noch was im Leben zu fehlen, das mir jetzt den perfekten Grund liefern müsste, wofür ich eigentlich lebe. Es geht um den Sinn deines Lebens. Wir stellen uns zwar immer wieder mal diese Frage, aber sie wirklich zu beantworten, das kommt dann oft zu kurz. Wir geben uns zufrieden mit Antworten wie Familie oder Selbstverwirklichung und im schlimmsten Fall leben wir nur fürs nächste Wochenende. Glück steht ganz oben auf der Liste. Meiner Meinung nach ist aber in der Regel unser Horizont zu klein, wenn wir über den Lebenssinn nachdenken. Ein weiser Mann namens Salomo hat mal gesagt, dass Gott die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt hat. Und ich bin überzeugt, wir sehnen uns nach dieser Ewigkeit, nach etwas, das Bestand hat, sogar über unser Leben hinaus. Von einem Wochenende zum nächsten zu leben, das lässt dich immer wieder leer zurück. Das tolle Leben, das du dir aufbaust, wird spätestens mit einem Tod in sich zusammenfallen. Irgendwann, wir wissen nicht wie lange, wird es auch mit der Erde vorbei sein. Und dann ist es auch egal, wie sehr du dich für den Umweltschutz eingesetzt hast. Versteh mich nicht falsch, das ist eine gute Sache. Aber sie kann deine Sehnsucht nach der Ewigkeit nicht ausfüllen. Und sie kann dir keinen Lebenssinn geben, der Bestand hat. Lass doch einfach mal den Gedanken zu, dass die Bibel dir auch heute noch was zu sagen hat. Dabei musst du deinen Verstand nicht ausschalten. Ganz im Gegenteil, stell die Bibel ganz ehrlich mal auf die Probe. Denn da finden wir eine Antwort, die sich von allen anderen Religionen der Welt unterscheidet. Das sagt nämlich Jesus Christus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Laut der Bibel möchte Jesus Christus deine Sehnsucht nach mehr, deine Sehnsucht nach etwas Ewigem stillen. Er ist die Antwort. Und C.S. Lewis hat mal gesagt, dein Platz im Himmel wird aussehen, als sei er für dich gemacht. Und zwar für dich allein, weil du für ihn gemacht worden bist. So wie Stich für Stich für eine Hand ein Handschuh gemacht wird. Den Sinn für dein Leben musst du schon selbst herausfinden. Aber verschieb die Frage nicht auf morgen, dafür ist sie zu wichtig. Wenn du dir unsicher bist, wofür du lebst, wenn du dir vielleicht mehr vom Leben wünschst und wenn du vielleicht mal mit jemandem reden möchtest, dann melde dich doch bei uns. Wir freuen uns, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du dir den MyInput Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.